Herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode von unserer Kochshow The Cooking Couple mit meinem wundervollen Mann an meiner Seite, Mo. Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, Mo kann nämlich auch schon ein bisschen Deutsch. Er wird hier euch immer so ein bisschen nebenbei zeigen, was er denn so für Skills hat. Ja, ihr habt ja bereits eine Episode von unserer Kochshow gesehen. Immer sonntags kommt unser Meal of the Day. Und ja, wenn ihr uns folgen möchtet, dann unbedingt subscriben und auf jeden Fall auch die Notification Bell anschalten und uns hier auf unserem Kanal folgen. Ja, und was haben wir heute für ein Gericht für euch? Wir haben heute etwas, was ein bisschen, ich würde sagen, einfacher ist. Es ist kein richtiges großes Gericht, sondern es ist eher sowas, ja, es ist eigentlich ein Dip. Man kann es nebenbei zum Snacken essen, aber man kann es auch so mit ganz viel Brot und Crackern auch als Hauptgericht essen. What is the meal of the day, Habibi? It's called Muhammara. Muhammara, genau. Es ist eines meiner absoluten Lieblingsrezepturen. Ich liebe es. Woher kommt Muhammara? It comes from Syria, right? Yes, it is known to be from Syria, but also some Turks, Lebanese, other countries, they claim it's also coming from them. Also es ist immer so, die Araber und die Türken und ja, alle, die so in dieser Region sind, die streiten sich immer so ein bisschen, wo kommt was her. Ich glaube, Muhammara kann auch unterschiedlich zubereitet werden. Which Muhammara we are doing today? Which way? The Lebanese, the Syrian? So, let's say it's Levant, Lebanese, Syria, Jordan, Iraq. So we all have similar, but I think the only difference... But the way how we do it today? With the Lebanese touch, we have a tomato paste in it and yeah, tomato paste. Also falls ihr noch nicht wusstet, Mo ist nämlich Libanese und er ist ein richtig guter Koch und er zeigt mir immer so, was man so aus der arabischen, libanesischen Küche alles kochen kann. Und wir nehmen euch heute natürlich wieder mit. Also wie gesagt, Muhammara ist das Meal of the Day und wir zeigen euch jetzt mal, was ihr dafür alles braucht. Das sind also die Zutaten. Die Zutaten findet ihr auch immer unten in der Infobox. Da steht auch nochmal alles. Und hier an der Seite sind auch nochmal für euch alle Zutaten einmal aufgelistet, sodass ihr das immer auch genau sehen könnt. Wir erzählen euch jetzt aber trotzdem nochmal alles. Und zwar haben wir hier einmal die Paprika, die rote Paprika. Dann haben wir Chili. Wir haben Granatapfel. What is this? Tahina. Tahina-Sauce, also Sesampaste. Wir haben Pomegranate-Molasse. Yeah, it's like a concentrate of pomegranate. Also das Konzentrat von Granatapfel. Wir haben einmal Tomatenmark, das kennt glaube ich jeder in Deutschland. Wir haben Chili Flakes. Wir haben Breadcrumbs, Brotkrümel. Wir haben Sumak, das habe ich vorher auch noch nie gesehen, bevor ich in Dubai war. You said it's a plant, right? It's a herb that they grind it and they add some salt to it as well. It's a sour also taste. Okay. Dann haben wir noch Kumin, das ist Kümmel? Cumin, ja. Ja, ich glaube, es ist Kümmel. Ich muss noch mal gucken. Ihr werdet es sehen hier an der Seite. Dann haben wir Walnüsse und wir haben etwas Salz, Olivenöl und wir haben Cracker oder ihr könnt auch alternativ arabisches Brot nehmen. Das ist also das, was ihr für Muhammara braucht. Wir fangen jetzt mal an, euch zu zeigen, wie ihr Muhammara zubereitet. Und da Mo der Pro ist, würde ich sagen, ich müsste das eigentlich als so always like running gag. Let the magic begin. The first step is we bring Capsicum or Paprika, you call it? Ja, wir sagen Paprika. 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 Rote Paprika. Yes. So sag mal rote Paprika. Rote Paprika. Rote Paprika. So we cut the green part of this. Okay. And we roast them in the oven for around 30 minutes. Okay. And then we can add also 1 onion. Is it just for the flavor? It is for the flavor. 1 onion, half an onion. Yeah, we roast it also with them. So in the ingredients we need to add onions then. Ja. Wir müssen also
Onions noch hinzufügen. Haben wir nicht bisher gemacht. Aber It's not mandatory, but okay, also it adds a good flavor. Als kleiner Tipp, ding ding, macht einfach noch eine halbe Zwiebel mit in den Ofen rein, denn die bringt ein bisschen 100%. Flavor. 100% flavor. Das heißt, ihr könnt hier oben einfach die Stängel abmachen und dann abwaschen und das war's dann. So kommt das in den Ofen. 100%. Okay, we just do it like this. We just put them on top like that. 1 second. So, here. This just on top of the roast, yeah? Why is it Just more? so that because it's gonna drip so much oil from the paprika, and this oil will also Get burnt. yes, and it will stick on Okay. the. Oh, should have got a smaller one. But anyways, Und jetzt noch eine Zwiebel, ja? Ein Onion. 1 onion Also einfach nur grob schälen. just for the flavor. Is it like It will give a nice roasting flavor, and it will be blended with muhammara. So it's really you nice. use the onion? Yeah. Ah, okay. I Yeah, thought yeah. it's only for the flavor. No, roasting, and then you put only a small part just Yeah, inside. because we didn't show it in the ingredients in the beginning because I thought it's maybe just for the roasting now for the flavor. No, we will use it. Okay, cool. So, also, how many degrees the oven? Wie viel? 200. We need roasting, or else if you put it any less, Grillfunktion, ja? grill function, 200. And yeah, if we put it on lower, it will take so much time to roast. Okay, So gut. Dann packen wir das jetzt mal hier in den Ofen. Yalla. On it. here we go. So, So, wir haben jetzt die Paprika in den Ofen gemacht. ja, Sag mal, Paprika in den Ofen Paprika in Ofen gemacht. gemacht. So gemacht. Und jetzt müssen wir 30 Minuten warten. Wir haben es auf 200 Grad, Grillfunktion, volle Power von oben. What we can prepare now in the 30 minutes. Was können wir jetzt präparieren? Let us roast the walnuts. We can use it without roasting, but roasting gives them a much better Flavor. and a crunchy feeling as well. Okay, No oil, no nothing. Just turn on the. turn it on. Yeah. Okay, Yeah. Fill the base of it. okay. How much? I think it's enough. Oh, yeah. Oh, It's about okay. four too much. Maybe a bit less. We can have always some. We can always have some to eat that are roasted. I'm hungry, but. You're so hungry? Hier, guck, ich habe noch ein paar Bua-Bananen Oh hier. yeah, definitely. Die sind immer gut. Ich sag's euch, wir naschen immer, wenn wir essen. Richtig good. Richtig gut. Ja, die sind richtig gut. Yeah. Ich habe Banane. Falls ihr Bua noch nicht kennt, das sind Give me some. gefriergetrocknete, sag mal, gefriergetrocknete Früchte. Gefrier, Getrocknete getrocknete Früchte. Früchte. Ja. Ohne Zusatzstoffe. Richtig, richtig lecker. Wir haben davon ganz viele verschiedene. Während ich jetzt hier Erdbeeren esse, können die hier ein bisschen roasten. Oh, die schmecken so lecker. Did you try some? I had a lot. It's so nice. But which one you had? The banana. No strawberry. Ah, No. gibt dafür ganz viele Mixer von Bua. So, aber wir wollten jetzt gar nicht über gefriergetrocknete Früchte reden, sondern wir wollten über die hier reden. Okay, they are roasted now. Try them. See how they taste when they are roasted. And the difference when they aren't. Können wir die hier in eine Schüssel packen, oder? Okay, Mo hat jetzt die Brotkrümel sozusagen da reingemacht. Die werden jetzt auch leicht angeröstet. Dann werden die Walnüsse gleich in einem Blender geblendet. Und dann mixt man eigentlich alles zusammen. Deswegen erstmal Step by Step. Jetzt erstmal die Brotkrümel und dann blenden. Yes. Okay. And then we wait until those are done. We peel them, clean them, blend them, mix everything together and garnish. Okay. So, das ist jetzt hier richtig schön braun geworden, so richtig so goldbraun, würde ich mal sagen. Und was machen wir jetzt? What are we gonna do now? Let's blend this.
So we need the blender. Blender, yeah. There you go, sir. Shukran. So. So, das wird jetzt geblendet. Yeah. So we blend. Max, How how do I press it? I can press it. So the normal way of pressing it is like almost there. Zack, on. What do you need now? Blend. Blend? But without any That's water you or need to break them only. That's all. Okay, Yeah. I break it. Water. Okay, yeah, I don't know. You're not making a smoothie. Okay, blend. Stop. Stop. They need to still be. That's it. That's it. Khalas? Yeah. Wow. Nice. If you want to make it smoother, you blend more. If you want to have this crunchy taste when you are eating, because it's going to be like a paste and it needs some crunchiness, you know? Okay, also nicht zu doll blenden, einfach kurz so ein bisschen und dann, damit das noch besser ist. Hier, das sind geröstete, Yeah. gegrindete Walnuts. And we have the crumbs as well. Immer hier zwischendurch ein bisschen Ordnung schaffen. Mir. Mir bei mir. And now, we just prepare the crumbs. We need to have them ready for... Look at the color, it's like gold. Die Walnüsse geröstet klein. Wir haben einmal die goldbraun gebrannten Bread Crumbles. Und hier, guckt mal im Ofen, das ist jetzt nämlich auch fertig. Seht ihr das? Hier die Paprika, die ist jetzt so richtig schön, ja, braun, schwarz schon fast geworden. Ist aber nicht schlimm, weil wir jetzt gleich die Schale abhellen. Und dann, ja, zeigen wir euch die nächsten Steps. Look at them. They are melting. This is proper roasting. Also, Schüssel nehmen. Da kommen dann jetzt die Paprika rein. Und dann könnt ihr das einfach zudecken mit einer Folie. Und dann einfach ein paar Minuten stehen lassen. How long? Just a little bit, 10-15 minutes. 10, 15 Minuten. Also, wir sehen uns in 10, 15 Minuten wieder. 15 Minuten sind vergangen. Und jetzt könnt ihr das aufmachen. Und jetzt ja, ist das Öl im Prinzip rausgezogen. Und ihr könnt jetzt die Paprika peelen. Zeig mal, wie das geht, Schatz. So, let's You clean see them. already that the oil is here. Das ganze This is Öl the geht flavor. raus. This is the nice flavor. And you see why I didn't remove the top? Because it kept the oil and water in it. So let's cut it now. And let's just remove those skin. Okay. So, ihr könnt jetzt einfach die Schale abziehen. Übrigens, Leute, wir haben natürlich wieder für euch die Möglichkeit, eine Frage zu beantworten. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach unten in den Kommentaren reinschreiben, was wir euch für eine Frage beantworten sollen. Und dann werden wir die das nächste Mal beantworten. Irgendwie, I don't know why I'm coming to this point right now. But because I know that a lot of people are always asking me, Mo, if you, you, mein Schatz, if you are always fine in what I'm wearing. Yeah, mostly. I never. If I'm not, I will just tell you. But you never commented on anything that I ever was wearing. Like I was. You never commented on anything that I was wearing, and you said you need to change or anything. Yeah, because we're in Dubai. Das denken ja immer ganz viele Leute. Viele Leute denken ja immer, hier in Dubai darf man nicht anziehen, was man will. Ich muss dazu echt nochmal sagen, Dubai ist wirklich extrem offen, ja. Also so was die ganze Stadt und was so unterschiedliche Kulturen anbelangt, man hat hier nie das Gefühl, irgendwie man kann hier nicht machen, was man möchte, oder man kann hier nicht anziehen, was man möchte. Klar kommt immer wieder diese Sache, ja, man darf hier draußen keinen Alkohol trinken. Das stimmt tatsächlich, auf den Straßen darf man keinen Alkohol trinken, aber es gibt super, super viele Hotels und Bars und Clubs, wo du überall Alkohol trinken kannst. Und ansonsten, also was so Kleidungsstil anbelangt, natürlich finde ich das total wichtig, dass man auch
ne, dass man sich angemessen anzieht. Vor allen Dingen an Ramadan oder wenn man irgendwo in Gegenden ist, wo zum Beispiel eine Moschee ist oder sowas. Ich finde, da läuft man dann auch nicht rum. Aber wenn ihr wüsstet, wie hier einige Mädels rumlaufen, das ist einfach so krass. Also ich glaube, hier laufen die freizügiger rum als in Deutschland. Und ich glaube, wer meine Stories regelmäßig guckt, der weiß, dass ich auch immer irgendwie, also selbst wenn ich joggen gehe oder sowas, dann habe ich hier einfach so einen kurzen Sportbra an und meine Leggings. Und ja, hier kann man wirklich einfach eigentlich tragen, was man möchte. Das ist gar nicht so strikt, wie das immer überall im Internet gesagt wird. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das ist wahrscheinlich noch vor 10 Jahren oder sowas. Hier hat sich ja so viel geändert. Auch unter anderem, dass man zum Beispiel, mittlerweile darf man auch zusammen wohnen, ohne verheiratet zu sein. Man kann Kinder haben, ohne verheiratet zu sein. Ja, also echt viele Sachen, wo viele Leute immer denken, dass das nicht möglich ist. Schatz, I'm talking and you're making like a... Okay. That's teamwork. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ja, also wenn ihr auch irgendwelche Fragen habt über Dubai, dann stellt sie uns auch gerne in den Kommentaren. Wir können da auch sehr gerne nochmal ein bisschen intensiver drüber reden. Ja. We start mixing now. Wir starten Mixing jetzt. So we blend this. Okay. Look at the oil. 1 spoon paprika. Nee, this is not paprika, this is chili flakes. Yeah, chili flake. It is paprika. Ah, yeah, this is paprika for us. طيب. Chili is the Chili small. flakes. Okay. Chili flakes? If you don't like cumin, Yeah, you I'm don't not put a big it. fan But of you cumin. can just put a small hint. Okay, a small hint. Ich bin nicht so der größte Fan von Kumin. And Das now, ist Kümmel. So, this is the tomato paste. okay. So, 2 Teelöffel von dem Tomatenmark. Was kommt jetzt? And then tahina, almost also 2 spoons. 2 Teelöffel von der Tahina-Soße. Okay. And then we have the pomegranate molasses, which we put a little bit less than this one, so half of it. So it's almost 2 spoons as well, 2 small spoons. Und dann kommt das Sumak. Summa, just some summa. Give it a sour taste. Salt. Salz. Einfach schön eine Prise Salz. Where's the pepper? Ein bisschen Pfeffer. Oh, not much. And now we put some the breadcrumbs. The walnuts now. The roasted walnuts. How much of it? I will put half of it because we did extra. Okay, so how my followers or our viewers will be able to know how much it is? The thing is, you can always add more or less. It's up to you how much you like walnuts in it. Yeah, but in general, like how many grams, how many walnuts, like because we just did this now randomly. I put as one, like half of the pot. Also die Pfanne halb voll. And only one layer, you know, not many. Just one layer in the pan, half of it. I didn't count them, I didn't weigh them. I always cook like this, so I don't follow exact. Okay, bei uns gibt es keine 100% exakten Rezepte. Ihr müsst immer so ein bisschen das nach Gefühl machen. Das heißt, ja, er hat jetzt das da alles reingemacht und jetzt ist noch ein bisschen, ja, seht ihr ja, übrig geblieben. And now we put the olive oil. Okay. How much olive oil? I mean, count to 4. How do I know how much is this? Like, do you know? Count to 4. Then how do you know? Just tell me. If it's an opening like this, wenn das so eine Öffnung ist und That's the thing. you count until 4. I don't know how much I will test and I will see how the texture is. Macht das einfach nach und guckt, wie das wird. But thank you for embarrassing me. Nein, I'm not embarrassing you. Exactly. Also ihr kriegt immer alles unten nochmal in der Infobox und dann könnt ihr nochmal gucken, was wir da reingeschrieben haben. Da haben wir vielleicht so roughly aufgeschrieben, wie viel das nachher sein muss. Ja, gucken wir mal. Now we blend them. Blended. Shall I blend or you blend? No, I will do. Okay. I think that's enough. That's enough. Aha.
This is spicy. You put too much of the... 1 chili flakes. Oh, No, it's not spicy. This is our muhammara. oh mein Schatz. Yeah, mein Schatzi. I will add some of the walnuts. To hold a bit stronger texture. But either ways, when you Also wenn cool es ein it... bisschen zu spicy ist, dann kann man einfach noch ein bisschen mehr, zum Beispiel jetzt hier von den Walnüssen reinmachen. But it tastes so nice, to be honest. I like it. Okay, so, also wir haben jetzt alles zusammengefügt und das kann man jetzt in eine Schale reinmachen und dann könnt ihr das einfach in den Kühlschrank stellen und, with more walnuts it's much better. Yeah, I know. Oh, I like this. Also, den Dip könnt ihr jetzt in eine Schale reinmachen und dann in den Kühlschrank stellen. Oh, fuck. What are you doing? It's not capsicum. Nein, das ist keine Paprika. Wir wollten euch gerade das Finale zeigen. Also, jetzt ohne, dass er in eine Chili-Schote beißt. Hier ist unser Muhammara. Yay! Ja, es ist auf jeden Fall mega, mega lecker. You wanna try some? Come. I will take the... It's even spicier. No. Yalla, hier. Here we go. Also ihr könnt es entweder mit Crackern essen Arabic bread is the best for it. Ja, arabisches Brot schmeckt eigentlich noch besser. Wir haben aber heute kein arabisches Brot. Super, super lecker. Es ist wirklich eigentlich nicht schwer. It's not that difficult, right? Are you okay, Mom? Yeah. So lecker. So lecker. Ja, wenn ihr das zu Hause mal nachkochen möchtet, ihr wisst jetzt, wie das funktioniert. Schatz, why are you moving out of the camera? I'm wiping my tears. I just don't want them to see me crying. Wenn ihr das zu Hause mal nachkochen möchtet, dann steht alles unten in der Infobox. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr kommentiert und liked. Und natürlich auch, wenn ihr unserem Kanal folgt. Cooking Couple haben wir auch einen Instagram-Account, dem könnt ihr auch folgen. Your Instagram-Account is also active. Ich bin Mo Habibi. Ich bin Mo Habibi. Mein Instagram-Kanal, Fiona Erdmann, kennt ihr bestimmt, hoffentlich. Wenn nicht, dann folgt uns doch bitte auf allen Kanälen. Und ja, wir danken euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt uns gerne, wie es euch geschmeckt hat, wenn ihr es zu Hause mal nachgekocht habt. Also, alles Gute. Wir wünschen euch einen wundervollen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das guckt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.